stehe hier in einer Gebirgslandschaft. Sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht so aus, aber das Wattenmeer ist voll mit Landschaftsformen im Kleinen und die können wir uns gleich mal angucken. Wir haben hier Rippeln, wir haben Rippeltäler, wir haben manchmal fließendes Wasser in Prielen. An manchen Stellen haben wir dann auch ältere Spuren von altem Land, untergegangene Wattflächen, die dann als Tonschichten wieder aus dem Boden rauskommen. So, hier können wir uns jetzt unsere Gebirgszüge und Landschaft mal aus der Nähe angucken. Wir haben hier Seegangs- oder Wellenrippeln, die sind ungefähr symmetrisch, weil hier vor ein paar Stunden noch das Wasser immer hin und her geschwappt hat. Dazwischen haben wir Sedimentebenen, wo feiner Schlick abgelagert worden ist. Hier ist noch ein Mini-Priel, die Strömung läuft hier noch und formt hier drüben sogar noch ein kleines Delta. So wie der Nil ins Mittelmeer, so haben wir hier ein Mikrodelta, wo der Sand, der hier runtergespült wird, dann abgelagert wird. Und so entstehen die Landschaftsformen hier jeden Tag bei jedem Niedrigwasser wieder neu. Und stellenweise gibt es dann als Besonderheit auch noch alte Landformen. Hier drüben haben wir eine alte Kleischicht. Das ist mal ein Schlickwatt gewesen. Das wird jetzt hier gerade wieder freigespült aus Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Und diese ständige Landschaftswandel, das Entstehen von neuen Landschaftsformen, Freilegen von alten wie so ein Felsgestein, das ist halt typisch hier im Weltnaturerbe Wattenmeer mit seiner geomorphologischen Vielfalt. Diese Landschaftsformen, die wir im Kleinen hier haben, haben wir auch, wenn man sich umschaut, im Großen. Wir sehen große Rippeln, die von stärkerer Strömung abgelagert wurden. Und wenn man sich das Wattenmeer insgesamt anschaut, wir haben große Deltas, wir haben Stellen, wo größere Sedimentschichten frei liegen. Und die Formen, die wir im Kleinen haben, finden wir eben draußen weiter in der Landschaft auch überall im Großen. Als kleiner Tipp, ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, solche Grafiken, die diese Wellenformen und Rippelformen zeigen, euch ausdrucken. Gibt es auf der IWSS Homepage und die könnt ihr dann bei den Führungen draußen eben selber verwenden, euch laminieren und die verschiedenen Rippelformen ganz nach Bedarf, was es im Gebiet bei euch gibt, dann zeigen. Und mit unserer Erkundung der Gebirgslandschaft, der kleinen Rippelstrukturen und Priele können wir das Welterbekriterium der außergewöhnlichen geologischen Prozesse, die typisch für das Wattenmeer sind, schön erlebbar machen.